In den Ford Transit Kasten, in unserem Fall ein Nugget, haben wir bereits unsere super Plug-and-Play Lautsprecher installiert samt Türdämmung. Und jetzt kriegt dieses Lautsprechersystem mal ein bisschen mehr Leistung, damit es auch bei höheren Lautstärken nicht zu Verzerrungen vom Radio kommt, sondern einfach richtig geile Musik. Herzstück dieses Videos ist unsere Option Air 2 Endstufe mit 2 Kanälen mit je 2 x 80 Watt RMS. Ihr seht schon, wie klein die Endstufe ist. Das haben wir ja extra so gemacht, damit die Installation für solche Endstufen viel, viel leichter fällt, als wenn man hier so einen riesen Prügel drin hat, den man einfach kaum unterbringt. So, das zweite Herzstück ist der passende Kabelbaum zur Easy Plug-and-Play Montage dieser Endstufe. Und alles, was jetzt hier so an Kabel da noch rumliegt, das meiste brauchen wir schon gar nicht. Ich habe es aber euch dazugelegt, dass ihr seht, was im Lieferumfang von der Endstufe mit dabei liegt. Aber wir bauen das jetzt einfach zusammen ein und dann zeige ich euch Stück für Stück, wie das Ganze zusammengeschlossen wird und wie leicht es doch fällt, einfach mehr Sound im Auto zu haben. Wenn ihr die Lautsprecher bereits getauscht habt, habt ihr auch bereits unser Remover-Tool oder auch das Torx-Schraubendreher-Set im Lieferumfang gehabt, könnt also damit jetzt auch arbeiten. Und das Autoradio, also das Display und das Autoradio muss hier entfernt werden oder halt zumindest mal rausgebaut werden. Und dazu können wir da hinten drin einen Deckel entfernen, der nur mit einem Schraubenzieher angelupft wird und dann nach oben 3 Schrauben freigibt. Das Display können wir jetzt aushängen und hier hinten auch abstecken. Und zwar auch hier drinnen diesen beigefarbenen Kompaktstecker hier entriegeln und nach oben rausziehen. Darunter verbergen sich jetzt 2 25er Torx-Schrauben, die wir ebenfalls lösen. Die ganze Verkleidung ist jetzt von hinten nur noch geklippt und das können wir mit unserem Remover-Tool entsprechend außenrum alles lösen und dann zum Schluss auch die Stecker hinten dran alle abstecken. Hier unten sehen wir bereits die Radioeinheit, an die wir ran müssen. Da ist aber jetzt noch dieses Kunststoffteil davor, das lösen wir mit 4 Schrauben und zum Schluss ist das Autoradio an sich auch nochmal drunter mit 2 Schrauben befestigt und die können wir jetzt alle mal wegmachen. Damit wir bei der Installation der Endstufe das ganze Handling noch besser haben, können wir diesen Einsatz hier oben auch wegmachen, indem man hier ein bisschen drückt. Da kommt gleich so ein Spalt, kann man unten reinfahren und diese Einheit entsprechend rausklippen und auf die Seite legen. Kommen wir zum Thema elektrischen Anschluss für unsere Endstufe. Wir haben das ja Ganze im Plug-and-Play-Verfahren. Das heißt, wir haben jetzt hier den passenden Stecker, der am Autoradio wieder angesteckt wird. Wir haben das Gegenstück, wo wir den Stecker, den wir jetzt am Autoradio rausmachen, hier einstecken können. Und damit können wir jetzt mit diesem Kabelbaum die Stromzufuhr für unsere Endstufe einmal abgreifen und natürlich auch die vorderen Lautsprecherausgänge vom Autoradio. Die fahren wir hier im High-Level-Modus rein und dann kommt praktisch die Verstärkung und die Einstellung, wo wir an der Endstufe vornehmen können und der verstärkte Ausgang geht dann wieder über den Kabelbaum zurück zu den Lautsprechern. Also so ist der Sinn an der ganzen Sache. Und jetzt können wir quasi Stück für Stück das Ganze mal anstecken. Und dazu gibt es zum einen die Stromversorgung. Das Kabel ist ein bisschen länger, weil wir das auch für andere Anwendungen machen. Ihr müsst es dann dementsprechend kürzen. Dementsprechend liegen aber auch solche Ader-Endhülsen mit dabei, damit wir das Ende schön zusammenfassen können. Und unsere Endstufe kommt hier überhalb des rechten Lüftungsschachts drauf. Da kommen wir nachher gleich super easy dran, weil wir das Autoradio hier rausnehmen können und das Ganze schön hier jetzt installieren können. So, also das heißt, dieses blaue und rote Kabel können wir dementsprechend kürzen, damit es gerade von hier bis zu der Endstufe reicht. Und das können wir als erstes mal machen. Und machen da jetzt gleich die Ader-Endhülsen drauf.
So schaut es dann aus. Und wer so eine schöne Quetschzange nicht hat, der kann natürlich dann auch die Ader-Endhülsen trotzdem über das abisolierte Kabel drüber stülpen und am Schraubterminal der Endstufe nachher miteinander verschrauben. Das geht natürlich genauso, aber das ist die luxuriösere Variante. Und jetzt haben wir diesen Stromanschlussterminal an der Endstufe. Da liegen jetzt serienmäßig sind ein paar Kabel dran, aber die brauchen wir jetzt gar nicht. Die können wir jetzt alle komplett ausschrauben und verwenden jetzt nur noch Plus und Minus. Und achtet bitte drauf, dass ihr das natürlich richtig rum anschließt. Hier ist ja die Beschriftung bereits dran. Wir haben hier Battery für Plus. Mitte ist Remote, den brauchen wir in unserem Fall nicht. Und ganz rechts ist der Ground-Anschluss, also die Masse. So, und genau so schließen wir es jetzt wieder an. Also die Masse hier ganz rechts. Terminal schön aufschrauben. Und damit haben wir die Stromversorgung von unserer Endstufe bereits erledigt. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist jetzt das Signal, Eingangssignal, Ausgangssignal anschließen. Dazu haben wir jetzt die entsprechenden Kabelenden, die wir hier mit anstecken können. Liegt alles in der Endstufe im Lieferumfang mit dabei. Und ihr braucht also tatsächlich nur diese Version und könnt euch hier den Anschlussstecker, der hier auch noch drauf passt, auch komplett sparen. Wir nehmen nur das, so wie es ist, und nehmen jetzt an unserem Kabelbaum diese Steckverbindung, die weiß-graue, das ist das für die vorderen Lautsprecher, die können wir auftrennen und können jetzt entsprechend die Molex-Stecker wieder so zusammenstecken, wie sie einfach auch nur passen können. Also die könnt ihr gar nicht verkehrt rum zusammenstecken, sondern das gibt jetzt automatisch diesen Anschluss an unserem Kabeladapter. Das Stückchen, was hier noch draußen hängt, mit der schwarzen Umwicklung drum, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht für diese Anwendung. Das brauchen wir dann, wenn wir mal einen Aktiv-Subwoofer anschließen. Da folgt noch ein Video drüber. Aber das ist jetzt die Variante Frontlautsprechersystem durchschleifen und verstärken. Und jetzt können wir den Verstärker hier hinten drin unterbringen. Dazu legen wir euch natürlich auch ein Klebeband mit dabei, dass ihr das Klebeband hier über dem Lüftungsschacht, da ist so eine gerade Fläche drin, das ist auch ganz schlecht zum Sehen jetzt hier, aber ihr fühlt das und ihr könnt hier reinlangen, relativ entspannt, macht das Klettband fest und könnt dort drauf die Endstufe platzieren und dann verrutscht die dann nirgendwo und hat da ihren Platz und die Kabel reichen hier für den Rest, dass man das so umstecken kann. Wer seinen Kabelbaum noch schöner machen möchte, der kann sich natürlich auch so ein Textilklebeband mit dazu bestellen, findet ihr natürlich auch bei uns im Webshop und natürlich wie alle Artikel immer einen Link unten im Videobeschreibungstext. Der kann nämlich den Kabelbaum auch noch ein bisschen einwickeln, damit es einfach noch schöner ausschaut und nicht die Kabel so rumhängen. Erst wenn ihr den Kabelbaum mit der Endstufe so völlig fertig verkabelt habt, könnt ihr jetzt den Anschluss am Autoradio wegnehmen. Der ist da unten noch mit so einem Clip festgemacht, den kann man hier rausmachen. Und jetzt können wir hier drauf gehen, weil wenn wir jetzt hier auf unseren Anschlussstecker drauf gehen, dann ist natürlich jetzt auch Strom drauf, den ihr beim Händeln, beim Anschließen und so weiter vielleicht dann einen Kurzschluss drauf bringt und dann fliegt die Sicherung vom Fahrzeug raus, könnt ihr euch alles sparen, indem ihr das jetzt erst macht. Und hier gehen wir jetzt auf unseren Autoradio wieder drauf. Wir sind praktisch jetzt zwischengedockt. Die Endstufe ist jetzt quasi fix und fertig verkabelt am Autoradio angeschlossen. Es gibt aber die Möglichkeit, das Gain noch anzupassen. Nicht nur die Möglichkeit, ihr solltet es anpassen. Dazu müssen wir aber das Autoradio noch mal kurz in Betrieb nehmen, um das im Hörbereich entsprechend gut einstellen zu können. Dazu stecken wir den Monitor noch mal kurz an mit den 2 Steckern, die hier zur Verfügung sind. So. Nehmt am besten ein Musikstück, wo auch wirklich viel Bass drauf ist, damit ihr den Unterschied auch genau da hört. Und wir können jetzt mal das Autoradio, es wird dann relativ laut, ihr dreht das Autoradio auf ungefähr 27 auf, also das geht bis 30. Ihr dreht es bis 27 auf
Und den Gain-Regler hier, den macht ihr bitte auf Linksanschlag, also ganz unempfindlich. Und dann können wir mal die Lautstärke hochdrehen. So, das ist jetzt schon sehr laut. So, jetzt kommt der Bass. Und jetzt können wir noch weiter aufdrehen, wenn wir da möchten, aber nur minimal. Und so macht man die Pegelanpassung oder die Empfindlichkeitsanpassung von der Endstufe an das Autoradio. Das war jetzt tatsächlich nur so maximal eine Viertelumdrehung, um dann wirklich die maximale Lautstärke zu erzielen. Und wenn ihr für euch sagt, ich höre nicht immer maximal laut, dann braucht ihr den nächsten Step nicht unbedingt zu machen, aber ihr könnt ihn machen, indem ihr den High-Pass-Filter hier aktiviert. Das heißt hier Mittelstellung von unserem X-Over-Schalter und dazu kann man jetzt den Bassbereich des Lautsprechersystems ein bisschen reduzieren, indem man den zum Beispiel bei 50 Hertz, das ist jetzt Linksanschlag, entkoppelt. Das heißt, alles, was unterhalb von 50 Hertz kommt, wird dem Lautsprecher weggenommen. Das heißt, wenn er sehr laut läuft und eigentlich viel Bass und viel Bewegung machen würde, würden wir ihm jetzt einen Teil wegnehmen und damit wird er noch belastbarer und spielt sauberer. Das müsst ihr euch vielleicht mal selber anhören. Das ist auch für jeden individuell, das so einzustellen, weil wer normale Hörlautstärke hört, kann den Schalter vielleicht auf Full Range lassen, damit die Lautsprecher auch den maximalen Bass machen. Oder eben, wer laut Musik hört und sagt, nein, also es muss richtig knallen und dabei immer noch schön verzerrungsfrei klingen, der kann den auf High Pass stellen und entsprechend die Herzzahl so einstellen, dass es für ihn passt. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden und jetzt können wir dann auch die Endstufe fertig installieren. Das Autoradio können wir jetzt so mal ein bisschen rausnehmen, auf die Seite kippen, macht da irgendwie so ein Fasertuch oder sowas hin, damit es nicht irgendwas verkratzt. Und jetzt können wir unser Klettband, ich sage euch das jetzt symbolisch, man kann hier reingreifen und das Klettband hier oben drauf anbringen. Das ist eine ganz gerade Fläche. Das gleiche machen wir an der Endstufe, machen wir das Gegenstück dran und dann kann man die Endstufe so einführen, dass das da ordentlich drin liegt. So, wie rum kommt die Endstufe rein? Wir machen sie so rum rein, also brauchen wir hier das Klettband und können jetzt die Endstufe hier drinnen platzieren. Also ihr müsst die so ganz leicht schräg reinlegen und hört ihr schon, jetzt bin ich auf dem Klettband. So, und jetzt kann die da gar nicht mehr weg, die ist in diesem Hohlraum hier hinten drin und ihr müsst jetzt nur schauen, dass die Kabel oberhalb vom Lüftungsschacht da bleiben und nicht im Lüftungsschacht hängen. Und wir können jetzt das Autoradio auch wieder einsetzen und dabei schauen, dass die Kabel links bzw. oberhalb vom Autoradio hier rüberlaufen. Und ja, das Autoradio ist jetzt quasi schon wieder drin. Und die Kabel, die können wir jetzt gleich unten reinmachen. Ich mache jetzt mal schnell die 2 Schrauben wieder rein, damit das Radio wieder fixiert ist. Und dann machen wir die Kabel hier schön und können alles wieder zusammenbauen. An der linken Seite vom Autoradio haben wir sehr viel Platz, um unsere überschüssigen Kabel entsprechend unterzubringen. Und jetzt können wir das ganze Material, auch hier diesen Stecker, nur nach unten hier platzieren und haben alles wieder, wie wir es brauchen und können jetzt auch wieder den Deckel wieder oben drauf machen und alles wieder zubauen. So, also, jetzt erzähle ich euch nochmal, warum es Sinn gibt, die Endstufe noch zu ergänzen, also Lautsprecher mit Mehrleistung zu versorgen, weil wir eben bei hohen Lautstärken, wenn wir jetzt hier auf 27, 28, 29 aufdrehen, dann hört man auch relativ deutlich, dass das Autoradio zu wenig Leistung hat, um das noch wirklich verzerrungsfrei wiederzugeben. Das heißt, wir können jetzt hier ein gutes Stück lauter machen und das dabei verzerrungsfrei hören. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Bass bei normalen Hörlautstärken entsprechend ein bisschen anzuheben, ohne dass der gleich so mumpfig sich anhört, sondern das bleibt halt alles sauber, weil wir jetzt die Leistung dazu haben. Und das Ganze geht dann schon dementsprechend auch lauter. Ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, wenn ihr mit 120, 130 auf der Autobahn fahrt, viele Fahrgeräusche da sind,
dann könnt ihr jetzt alles übertünchen. Man hört ganz deutlich, dass das Autoradio jetzt nicht mehr so zusammenfällt, sondern jetzt haben wir einfach die nötige Dynamik, um bei allen Lautstärken einfach mehr Klanggenuss zu haben. So, und das war jetzt mit relativ einfachen Mitteln zu machen. Wem die Schrauberei jetzt nicht abschreckt, wobei das Auto echt relativ dankbar ist. Also ich muss echt sagen, ich habe das jetzt schon das ein oder andere Mal mehr zerlegt, um euch das vorher vorzubereiten. Es ist alles genauso wie am Anfang. Die Clips funktionieren einwandfrei. Es ist alles easy an dem Auto. Ihr könnt euch da recht einfach ranwagen und das genauso nachmachen. Und ich habe das deswegen jetzt noch nicht fertig zusammengebaut, wie ihr seht. Die Blende fehlt wieder, das Ganze draufzustecken und die paar Steckerle anzustecken, weil ich mache euch jetzt noch ein weiteres Video für alle, die sagen, ja, Lautstärke vom Autoradio und so weiter ist eigentlich alles okay, aber ich hätte jetzt noch gern ein bisschen mehr Bass. Und dazu gibt es jetzt noch mal ein eigenes Video und da freue ich mich natürlich, euch auch begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe euch auch, dass dieses Video euch Spaß gemacht hat zuzuschauen. So, also bis zum nächsten Mal, euer Olli von AAS24.